Unsere Arbeit hat sich in den letzten Jahren kolossal verschoben. Es geht immer seltener darum, einen Prozess überhaupt erst in ein System zu bringen, ihn zu digitalisieren, sondern viel öfter und viel häufiger um die Frage, wie kann ich aus den Daten, die vorhanden sind, Informationen und neue Erkenntnisse gewinnen. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, was das für die einzelnen Kollegen, für Berater und Entwickler für Auswirkungen hat und wie sich möglicherweise die Projektarbeit in den nächsten 5 Jahren entwickeln wird. Das habe ich mir gerade erst ausgedacht. Mal gucken, ob das Gespräch in diese Richtung Ja, läuft. sehr interessant. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. Ich kann mich noch gut an unseren Balance Scorecard Workshop erinnern, wo wir 2 Berater aus Berlin da hatten, wo es um die Frage ging, wie können wir die Abteilung, die die Beratung repräsentiert, also wo ausschließlich Berater unterwegs sind, und die Entwickler, wie können wir die verzahnen, Ja. im Sinne von, die laufen so nebenher, die Entwickler machen Entwicklung, die Berater machen Beratung. Wie schaffen wir das, dass die mehr voneinander lernen und mehr miteinander ja in den Projekten aufgestellt werden? Es ist ja eine völlig andere Aufgabengestellung gewesen als heute. Also, dass man das überhaupt gefragt hat, zeigt, dass wir damals auch ganz anders unterwegs waren. Ja, kulturell ein Riesenunterschied. Vom Mindset. Mindset, auch so wir Berater sind ja eher kommunikativ und wir haben damals tatsächlich auch das klassische Bild gehabt, der Entwickler, runtergelassene Rollläden, dunkles Zimmer, gib mir die Aufgabe, ich programmiere sie und ich möchte keinen Kontakt zu dem Kunden haben, oder? Ja, Und die Idee damals war ja quasi von der Beratung, die viel mit Kunden zu tun hat, so ein Scheibchen abzuschneiden, dass wir es schaffen, Entwickler vereinfacht ausgedrückt ein bisschen kommunikativer aufzustellen. also interessant. Und jetzt, ohne jetzt einen Sprung in die Zukunft oder in die Gegenwart zu machen, würde ich halt sagen, wir haben das geschafft. Ja, Und jetzt frage ich mich, haben wir das geschafft oder war das der Zeitgeist? Kam der Druck von guter außen? Punkt. Also Ja. wie groß war unser Anteil an diesem Prozess? Ah. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, ob diese Idee oder diese Frage erst in dem Workshop stattfand oder ob wir tatsächlich mit diesem, aber das war ja sozusagen die Zeit. Und auch die Projekte waren andere. Ja, wir hatten ganz viel, interessanterweise gibt es ja auch Digitalunternehmen, die immer noch mit Papier arbeiten, wie man sieht. Aber damals ging es ja vorrangig darum, Papierprozesse oder überhaupt Prozesse, die es gar nicht gab, die irgendwo im System abzubilden, wirklich zu digitalisieren. Was würdest du sagen, ist in der Vergangenheit? Vergangenheit heißt jetzt mal so ein Zeithorizont 10, 15 Jahre. Zurück, wenn du da denkst, was sind da die typischen Eigenschaften von Projektarbeit? Was fällt dir da ein? Zu verstehen, was auf der anderen Seite passiert, das hat sich eigentlich in den ganzen Jahren nicht verändert. Also, dass ich erstmal, egal um welche Branche es geht, ich muss kein Grundverständnis, ich muss schon verstehen, wie der Kunde gerade arbeitet, wo die Daten herkommen, was mit den Daten gemacht wird und was hinten wieder rauskommen soll. Und wer versteht? Wer versteht? Ja, tatsächlich, aus meiner Sicht waren das dann immer die Leute, die mit dem Kunden gesprochen haben, also vorrangig unsere Berater, Genau. die dann versucht haben, dieses Wording in die Sprache der Entwickler zu Genau. übertragen. Wir sprechen ja oft auch dann von Lasten- und Pflichtenheft. Ne? Genau. Fand ich jetzt auch persönlich. Ordnerweise. Ja, weil gab es in einigen Projekten, aber so ein richtiges Lastenheft ist natürlich, haben wir auch jetzt auch nicht in allen Projekten gehabt. Ne? Also Es war auch immer das Gleiche, dass die ersten Seiten zu schreiben war einfach. Und dann kamen sozusagen so Fragestellungen, die man gar nicht beantworten konnte. Und da wurde das Lastenheft hinten raus immer schwächer. Also es gab nie wirklich ein Pflichtenheft, was von vorne bis hinten alle Aspekte beschrieben hat. Aber es war trotzdem relativ einfach, weil es zumindest ein Papier, ein Formular, irgendetwas gab, was schon mal in der realen Welt funktioniert hat, was man dann tatsächlich digital übertragen hat. ja. Bei der eigentlichen Durchführung der Projekte, was würdest du sagen, waren die charakteristischen Merkmale? Ja, wirklich so finde ich so dieses klassische Wasserfall-Ding, dass wir gesagt haben, wir haben eine Anforderung, wir haben eine Entwicklung, wir haben eine Testphase, wir implementieren es. Also das war schon finde ich, sehr strukturiert. Hat aber einfach auch damit zu tun, dass der Kunde oft froh war, dass es irgendjemand gab, der jetzt diese Aufgabenstellung umgesetzt hat und in der Hoffnung, dass am Ende dann was Gutes rauskommt. Getrieben von uns oder vom Kunden? Dieses Wasserfallmodell? Ja. Von uns. Also hat es schon auch damit zu tun, wie wir gewährleisten können, dass auch in der definierten Zeit, auf der Zeitachse dann was Vernünftiges entsteht.
Größter Vorteil, größter Nachteil bei diesem Wasserfall. bei dem, genau. Größter Vorteil, dass du einigermaßen gut planen kannst. Größter Nachteil, dass relativ wenig Interaktion mit dem Kunden stattfand. Wir haben erst später, haben wir das dann in noch kleinere Teile geteilt, dass wir dem Kunden möglichst früh etwas gezeigt haben, Ja. dass er nicht erst zum Schluss erst das Gesamtpaket gesehen hat, sondern dass er möglichst früh sich damit auseinandersetzen konnte. Ich fand ja, es gab auch noch eine Phase, wo wir auch sehr stark mit Mockups oder so Demos versucht haben zu Ja. arbeiten. Weißt du, dass man jetzt nicht nur dieses wie aus dem Lastenheft einfach so in schriftlicher Form hatte, sondern man hat versucht, in irgendeiner Absolut. Form das zu visualisieren, je Ja. nachdem, wer da gerade dran war, so ein Ja. Click-Dummy auch mal zu Ja, bauen. Da ja, konnte ja, man dann ja. viel besser auf der Basis. Ja. Ich werde nie vergessen, bei einem Projekt meinte der Kunde, ach, so war das gemeint. Ne, also für uns war das völlig klar, wie das aufgeschrieben war. Ja. Dann hat er das erste Mal die Maske gesehen und dann hat es erst im Kopf so, gemacht. Also da war erst der Aha-Effekt da. Natürlich war es ein Stück weit neben dem, was er erwartet hat. Ja. Und da fing dann so die Zeit der Mock-ups an, ja, ganz sicher. Und wenn man jetzt ein Stück weit mehr in Richtung Gegenwart kommt, der Kunde hat sich insofern verändert, dass er mitredet sozusagen. Es gibt ja dieses wunderbare Wort der User Story. Also das heißt, dass ein Kunde wirklich ohne die Verwendung von technischen Begriffen sein Problem oder was er gerne, was er gelöst haben möchte. Okay, ich hätte gern, dass ihr jetzt mit einer SharePoint-Liste hier baut, da einen Workflow und hier macht ihr die KI dran, die macht das und das und das. Und das ist eine Vollkatastrophe, Warum? weil jemand quasi mit Halbwissen, ohne Erfahrung etwas äußert, die Richtung vorgibt, wir dann im schlimmsten Fall sofort in diese Richtung loslaufen und dann irgendwann feststellen, da fehlt was, whatever. Ne? Das heißt dann, diese User-Story, das ist wirklich auch eine Riesenaufgabe, auch jetzt quasi als Berater, den zurückzudrängen und zu sagen, nee, zurück. Was ist wirklich dein Problem? Ist aber auch unheimlich schwierig, weil so die Erfahrungswelt, die Menschen, die mit den Systemen arbeiten, haben ja dann einen gewissen Erfahrungshorizont. Wenn ich 20 Jahre mit SAP gearbeitet habe, dann ist mein Erfahrungshorizont halt SAP und dann denke ich wie SAP. Und wenn dann jetzt jemand um die Ecke kommt mit irgendwie einem völlig anderen Ansatz, dann fühle ich mich da jetzt irgendwie nicht so zu Hause und dann wird es natürlich sehr schwierig, die Person dann davon zu überzeugen. Aber ist es trotzdem nicht besser, wenn ich einigermaßen auf Augenhöhe mit dem Kunden reden kann? Weiß ich nicht. Also ist ihr wisst so- lieber, wenn die Es ist wirklich, Aber trotzdem ist es ja interessant, weil daran kann man ja schon ganz gut sehen, wie sich die Rolle auch bei unseren Mitarbeitern verändert hat. Also Ja. das jetzt, wir haben ja gesagt, dass ein Entwickler auch irgendwo kommunizieren muss. Und da kommen wir jetzt auch so langsam auf diese Low-Code-Ecke, wo das Bauen von Applikationen ja deutlich einfacher geworden ist. Die Zyklen, in denen sich dann so ein Projekt abbildet, sind kürzer geworden, Ja. sodass du also quasi gar nicht mehr diese abgegrenzten Prozesse hast. Ein Berater, der dazwischen als Kommunikator arbeitet, wäre eigentlich, wie soll man sagen, fast eine Behinderung. Also idealerweise spricht der Kunde direkt mit dem Entwickler. Ja, in einem überschaubaren Projekt, wenn der Scope geklärt ist, läuft es genauso. Und dann hast du auch im besten Fall einen Entwickler, der verantwortlich für die Umsetzung ist. Das heißt, der muss letztendlich, vielleicht hat er noch einen Kollegen im Team, aber letztendlich ist das auch die Person, die das Ergebnis auch umsetzt. Und das ist natürlich wirklich für einige Kollegen überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, die machen das gerne, oder? Merken das gar nicht sozusagen, freuen sich auch dran, dass sie, ich meine, man ist ja auch schön, man kriegt relativ schnell das Feedback auf was man gemacht hat. Man hat die Möglichkeit, dass man direkt mit den Leuten spricht und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die einfach, ich sage jetzt mal, nicht daran interessiert sind, mit dem Kunden zu reden und vielleicht sich auch nicht so clever dabei anstellen oder es auch nicht so gut können. Das ist natürlich dann schwierig. Was heißt das dann? Also ich meine, muss ich mir dann so im Setup von einem Projekt überlegen, welcher der Entwickler dann... Klar, machen wir ja ständig, dass wir sagen, er eignet sich besser als der Nächste, aber letztendlich. Aber gab es dann in den letzten 2 Jahren Situationen, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, ups, so wie es dann tatsächlich umgesetzt worden ist, hat es halt sehr viel mit der Idee des Kunden zu tun, aber ist jetzt nicht unbedingt so, wie man es machen würde, weil der Mitarbeiter von uns oder der Entwickler möglicherweise, ich will nicht sagen, nicht stark genug war, aber dann lieber umgesetzt hat, als sich kommunikativ dann mit dem Kunden auseinanderzusetzen? Ja,
Muss man sagen, weil oft ist ja so, der Kunde kommt her und sagt, ich habe folgende Idee, ich hätte sie gern so umgesetzt. Ich denke, wir brauchen auch dafür jetzt 20 Tage. Könnt ihr das bitte machen? Das hat ja dann, sagen wir mal, die Halbwertszeit dieser Applikation ist ja häufig auch jetzt nicht so, dass sie auf 10 Jahre Nutzdauer ausgelegt sind, sondern dass es vielleicht nur darum geht, ein Event oder eine bestimmte Maßnahme über 3 Monate zu begleiten. Und sie kosten ja auch nicht so viel. Also würde man jetzt sagen, okay, diese 10 Tage, man wirft das alles in die Tonne und geht in eine nächste Version. Vielleicht lernt der Kunde ja dann auch quasi mit der Applikation, dass es jetzt nicht ganz so optimal ist und beim nächsten Mal hört er dann vielleicht ein bisschen mehr auf uns. Könnte ja auch sein. Also ich meine, die besten Beziehungen sind die im Prinzip über mehrere Jahre gewachsen sind. Und das ist etwas, was eigentlich sich auch nicht großartig geändert hat. Da geht es quasi um Vertrauen gegenseitig, natürlich auch Wertschätzung und auch ein bisschen zu verstehen, wie der andere tickt, wir die und umgekehrt. Stellst du denn fest, dass Kunden, die uns dann gut kennen, dass die sich dann bezogen auf ihre Ideen, wie etwas umgesetzt werden muss, zurückhaltender zeigen? Also dass die einfach sagen, okay, hier ist die Aufgabe, ich schmeiße euch über den Zaun, macht mal, es kommt was Gutes bei raus? Nee, ich stelle eher fest, dass sie einfach sagen, komm mal vorbei, wir müssen reden. Okay. Also das ist dann wirklich, dass man dann, die haben da irgendwo eine Idee im Kopf und die haben auch dann, der eine oder andere hat schon mit irgendwas rumgebastelt oder so, aber letztendlich möchte der so einen Sparringspartner haben. Und letztendlich, fair enough, was natürlich auch wirklich cool ist, das haben wir immer wieder auch, dass man wirklich nur über User Stories, ne, das ist die, Nun hat ja, wir haben oft schon jetzt über Low-Code gesprochen, das bringt ja einen gewissen Vorteil, weil es schneller und dadurch preiswerter oder billiger ist oder wie man auch immer es bezeichnen will. Und wir haben auch oft schon drüber gesprochen, dass der Microsoft-Ansatz Citizen Developer, also dass die Fachabteilung selber entwickelt, dass das nicht immer funktioniert. ja. Sei es drum, von der ersten Idee bis zur Umsetzung, bis dann das Tool oder dass die App da ist, ist es deutlich schneller als in den Jahren davor. Aber gibt es auch Hemmnisse oder kann ich wirklich sagen, das läuft smooth durch, wenn ich die Power-Plattform habe, dann gibt es eigentlich keine wirklichen Hemmnisse, wenn der Kunde weiß, was er will. Es ist wie mit so einem Billig-Möbelstück, im Zweifelsfall kaufst du es zweimal. Dann machst du es zweimal. Was aufwendig ist, ist immer der kommunikative Teil. Und was aufwendig ist mit allen Low-Code-Plattformen, wenn die sich innerhalb des gleichen Ökosystems bewegen, ist es halbwegs easy. Okay. Aber sobald du Daten austauschen musst mit Fremdsystemen, keine Ahnung, SAP und Viva und was weiß ich was alles, dann hast du auf jeden Fall, dann wird es ruckzuck auch wieder kompliziert. Interessant ist wirklich, dass das, was früher der Löwenanteil war, das Coding, das Programmieren, das hat sich, ich will nicht sagen komplett geändert oder sozusagen gewechselt, aber es ist unter 50. Was ist dann jetzt der Löwenanteil? Wirklich Kommunikation? Ja. Also es ist wirklich Kommunikation, also das Krasse mit Stakeholder-Analyse, du hast irgendwas gemacht und dann musst du es nochmal erklären, die haben es falsch verstanden. Kann es sein, dass man die Kommunikation, wenn man Agile, Scrums, diese ganzen Sprint-Meetings, dass man da die Kommunikation ein bisschen überzieht? Also im Sinne von, dass man, ich sage jetzt mal ganz böse, zu faul ist, die Dinge aufzuschreiben und sich dann quasi lieber über die Meetings darüber hinwegrettet? Oder anders ausgedrückt, wenn man da ein bisschen auf die Bremse treten würde und würde das ein bisschen minimieren und würde den Menschen oder den Entwicklern auch mehr Zeit geben, Dinge zu entwickeln und dieses täglichen oder wann auch immer sie stattfinden, das einschrumpfen, wäre das nicht besser? Es hängt vom Projekt ab. Ja. Es gibt Projekte, wo es wirklich Sinn macht, dass man wirklich jeden Tag 5 Minuten, jeder sagt, was zu tun ist. Man muss es auch mal durch so eine Durststrecke durch, dann funktioniert. Wir erleben aber oft auch das Gegenteil, dass es eben nicht 5 Minuten sind, sondern es artet aus. Es empfinden alle irgendwie als nervig. Es sind viel zu viele Leute in so einem großen Meeting drin. Es wird verwässert. Plötzlich die Aufmerksamkeit ist nicht wirklich da. Dann passt es nicht. Es muss einfach zum Projekt passen. Wenn wir jetzt mal langsam in die Schlusskurve, in den Schluss, wie sagt man, auf die Zielgerade zu kommen, genau so. Hat sich denn die Größenordnung der Projekte, die wir so umsetzen, also gemessen an den Tagen, hat sich das verändert? Also auf jeden Fall, und zwar aber lustig in alle Richtungen. Stimmt. Weil früher war irgendwie so, weißt du, war so ein 50-Tage-Projekt, war halbwegs groß. Heute machen wir 500, kein Problem, wird einfach einsortiert, ohne dass wir uns da großartig verstellen müssen. Aber haben natürlich auf der anderen Seite auch viele kleinere Geschichten, wo es um Speed geht. Und
Und sind diese großen Projekte, kann man die auch mit einer Power-Plattform umsetzen? Also wenn das so ein 500-Tage-Ding ist, oder ist dann da quasi die Power-Plattform die falsche Technologie? Kann man, machen wir auch in der Tat. Viel geht da wirklich nochmal in Custom Code, Weil ja eine Kombination ist ja kein Ding. ganz genau, ne? Aber zum Beispiel, also jetzt ist es ja auch gerade so, dass wir da so ein paar GXP-Projekte machen, auch auf Basis von Power Apps, und da hast du ruckzuck, bist du in so einer Größenordnung. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass sich das Mindset der Entwickler durchaus in Richtung Beratung verschieben musste und auch verschoben hat. Also natürlich gibt es Talente, die das nicht so gut können, die also wirklich lieber codieren, aber es gibt halt viele, die das mitbringen. Aber klassischerweise sind ja so die Berater immer ein bisschen höher kalkuliert, was den Tagessatz angeht, als der Entwickler. Du bist ja jetzt auch dabei, so Projekte zu kalkulieren. Berücksichtigst du das? Also, dass ein Entwickler mehr macht als Coding und eine Beratungskompetenz hat, also quasi auch eigentlich ein Stück weit teurer einzukalkulieren ist? Klar, weil es ist natürlich so, wie wir uns beim Einstellen von neuen Leuten das angucken, jemand, der beides mitbringt. Das ist natürlich, früher hatten wir gesagt, ist unser Wunschkandidat. Mittlerweile gehen wir schon so weit, dass wir sagen, Ist zwingend, oder? also, oder wenn er es nicht mitbringt, muss es schon ein wirkliches Genie sein. Das greift ja dann auch so ein bisschen in diese ganze KI-Welt, KI-Methodiken, Vibe-Coding, da muss man sich ja auch irgendwo Gedanken machen, wie man dem gegenübersteht, wenn der Kunde jetzt anfängt und nimmt ein KI-Tool und lässt sich darüber dann eine App bauen. Sagen wir mal mit einer Erfolgsquote von 70%. Dann könnte es sein, dass er damit zufrieden ist. Es könnte aber auch sein, dass er sagt, hey, helft mir dabei. Und da brauche ich ja schon gewisse Fähigkeiten, um das dann einmal einzuordnen, was das KI-Ding da erzeugt hat, aber zum Zweiten auch die letzten 30% dann. Klar, lustigerweise haben wir das mit und ohne KI. Ne? Also wir kriegen ja oft auch Aufträge, wo es dann heißt, okay, wir haben jetzt selber was gebaut, könnt ihr uns bitte helfen? Die letzten 10%, dann stellt sich raus, dass es dann nicht 10, sondern der 50 sind, und dann stellt sich dann doch raus, hier, pass auf, wenn wir es einfach neu machen, ist günstiger für euch. Und so ähnlich kann es natürlich, oder haben wir das auch bei Vibe-Coding. Das Problem ist, man sieht halt relativ schnell ein Ergebnis, und der Teil, den man eventuell nicht sieht, der ist dann natürlich, weil du hast halt schnell dir so einen Code zusammengestückelt. Wenn du aber jetzt hingehst und möchtest daran Veränderungen vornehmen, dann wird es halt auch nicht ganz so einfach, ne? Weil das ist eigentlich perfekt für Fire and Forget, aber für was Nachhaltiges ist es schwieriger. Man unterstellt ja bei diesen ganzen Tools immer, dass es innen drin halt sauber und aufgeräumt ausschaut, wenn die Oberfläche sauber und aufgeräumt ist. Es erinnert mich auch wieder, wir haben früher Access-Projekte gehabt bei unseren Kunden, wo die Menschen selber mit Access programmiert haben. Dann kamen sie irgendwann nicht weiter, haben uns gerufen, hey, helft uns, das auch. Und dann war das entweder Spaghetti-Code oder es war in eine Richtung entwickelt, wo man sagen könnte, Leute, das ist alles aber nicht skalierbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Machst du dir Sorgen über die Entwicklung der KI-Welt, die da gerade draußen stattfindet, und den Rufen nach oder den Prophezeiungen, dass diese ganzen Bürotätigkeiten von diesen Werkzeugen übernommen werden? Also ich mache mir schon sehr viel Gedanken, und es wird sich natürlich auch in unserer Projektarbeit niederschlagen. Und ich denke schon, dass gewisse Codefragmente, die werden wir nicht mehr schreiben. Die werden wir einfach, das gibt man, am Anfang gucken wir noch jede Zeile durch, so wie wir es jetzt auch machen, dass wir sagen, wenn ich da ein Skript habe, dann muss der Entwickler da drauf gucken und das sicherstellen, dass das Ding auch das tut, was es tut und nicht tut und so weiter. Und ich glaube, da wird irgendwann wird sich das so anpassen, dass man halbwegs einfache Sachen, niemand schreibt mehr ein Skript automatisch. Diese ganzen Workflows, die wir da anlegen, die sind alle so easy. Das wird alles. Ja, es sollte einfach auch die Frage, warum sollte man da ein Tool nicht einsetzen? Setze ich mich da jetzt 2 Stunden hin und mache es manuell, oder sage ich dem Ding, erzeugst und es ist in 10 Sekunden erstellt? Also das ist ja dann schon. Aber trotzdem ist so also der Tenor, wir haben ja gerade heute Morgen drüber gesprochen, was dann also so rausposaunt wird. Also ich kann dir versprechen, es wird sicher noch nicht nur eine Weekly Talk-Folge über dieses Thema geben. Ich weiß nur noch nicht so genau, mit wem ich darüber spreche. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Also. Ja, weil das ist schon interessant, weil diese Talks haben ja einfach immer auch den Vorteil, dass sie irgendwo liegen. Ja. Und man kann sich da nach 2 Jahren angucken, was hat man damals für einen Quatsch erzählt und wie hat sich die Welt bis dahin entwickelt.
Das bringt mich dann zur letzten Frage. War dieser BSC-Workshop damals der initiale Punkt, dass wir uns tatsächlich entwickelt haben, oder hat sich Wie lange ist das her, Thomas? Das ist 20 Jahre her. Aber das wäre doch jetzt ein wunderbares. Ich weiß es nicht. Pass auf, sollen wir sagen, dass das der initiale. Weiß aber nicht. Wir haben glaub, das Thema haben wir doch so glaub, oft diskutiert. Ja, ich glaube, es wird uns keiner da draußen glauben. Nee. Aber manchmal ist ja gut. BSC war Balance Scorecard. Balance oder? Scorecard, Genau. ja. Da haben wir wunderbar mit KPIs. Also es hat sich alles theoretisch wunderbar angehört, aber in der Praxis war es unglaublich schwierig, das dann irgendwo zu verfolgen. Irgendwann war es dann auch tot. Ich glaube, das Thema BSC ist auch mehr oder weniger Weiß ich nicht. tot. Ich habe lange nichts mehr gehört davon. Das heißt halt jetzt anders. Nee, ja. Genau. Also, Fazit. Das Bauen ist billig geworden, das Verstehen nicht. Ja, Bringt's auf den Punkt, oder? super. Können wir die Folge nicht so nennen? Also, Das stimmt. egal. Danke für deine Zeit. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich soll ja immer einen neuen Satz sagen, aber ich sage trotzdem vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund, weil das ist wichtig, auch in der heutigen Zeit, und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Du guckst immer in den falschen Monitor. Da unten das schwarze Ding ist relevant. Ach, scheiße. Stimmt, aber da oben ist der. Gott. Aus, wenn ich so Silberblick hätte, oder?